Der Song geht raus an alle Künstler dieser Welt, also ob Maler, Bildhauer oder halt eben Musiker. Er sagt einfach, gebt nicht auf, macht weiter, denn ja, die Kunst muss einfach weiterleben. Nach außen hin sieht immer alles irgendwie ja, relativ einfach und entspannt aus, aber es steckt eigentlich sehr, sehr viel Arbeit hinter so einer Show. Und ja, man bräuchte Erfahrung am besten für 300 Jahre im Voraus irgendwie. Und eine Wahnsinns-Durchsetzungsfähigkeit und was weiß ich noch alles für Fähigkeiten. Ja, letztendlich will ich mit dem Song oder wollten wir textlich einfach damit aussagen, gebt nicht auf, macht weiter und es soll einfach jeden Künstler unterstützen, ob klein oder groß, das ist völlig egal. Irgendwie spiegelt sich das für mich auch musikalisch in dem Song wieder. Also wir haben halt eine sehr, sehr ruhige, zurückhaltende Strophe, ziemlich laid back. Und dann ein Refrain, der halt wirklich explodiert. Also so ein bisschen auch wie der Titel sagt, Supernova. Und ich sehe das so ein bisschen so, dass halt in der Strophe quasi die Kunst im stillen Kämmerlein geformt wird und kanalisiert wird, um dann halt wie im Refrain dann nach außen zu brechen und zu explodieren und halt in die Welt getragen zu werden. Und beides steckt halt in dem Song, also dieses, man muss für sich selber arbeiten, es ist unfassbar harte Arbeit, Ja. Dann aber auch irgendwie die Belohnung, dass man es präsentieren kann und dass vielleicht sogar auch Feedback zurückkommt, so, was dann im Refrain gezeigt wird. So. Der Song handelt ja eigentlich größtenteils auch hier wieder von einer zwischenmenschlichen Beziehung und es ist so, dass ja manchmal es passiert, dass der eine Partner sich mehr einbringt oder der andere halt eben weniger. Und ja, es geht eben genau darum, dass man oftmals irgendwie es versucht, so eine Art Rechnung zu machen oder dass man einfach versucht, ne, genauso viel zu geben irgendwie. Und ja, bei dem Versuch geht das Gefühl halt einfach total verloren. Und das sollte es einfach nicht. Musikalisch ist er für mich irgendwie auch nochmal besonders und steht auch ein bisschen raus im Vergleich zu den anderen Songs. Voll. Weil der, obwohl wir halt nur 4 Leute sind, gucken wir eigentlich schon immer, dass wir ziemlich breites Arrangement haben, also dass wir Synthes haben, dass wir verschiedenste elektronische Elemente haben, so einfach weil das irgendwie in uns drinsteckt und im Songwriting drinsteckt. Der ist aber, das haben wir in der Vorproduktion schon gemerkt, einfach in die Fresse. Also 2 Gitarren, Schlagzeug, Bass, Gesang und das reicht. Im Song Don't Need You Now geht es um die Beziehung zu meinem Vater, die nicht immer wirklich leicht war, aber ja, egal wie oft man sich sieht oder eben nicht sieht, bleibt es für mich immer weiter eine Thematik, die mich beschäftigt und es bleibt einfach weiterhin eine Beziehung, die besteht. Ich habe nur, und genau daran schließt der Song Don't Need You Now an, mit der Zeit festgestellt, dass ich auch ohne ihn ja meinen Platz irgendwie in der Welt gefunden habe und zurechtkomme. Das ist halt auch irgendwie eine, würde ich jetzt sagen, wenn das nicht so ist, mussten wir da widersprechen, so eine konsequente Weiterführung von der Platte davor, von Future Stories, wo es halt den Song Father and Son gab. Voll. Wo da halt irgendwie noch Unsicherheit kundgetan wurde und dass man halt dann doch gemerkt hat, dass es auch so geht und dass es irgendwie zum Beispiel andere Personen gibt, die vielleicht so einen Part übernehmen oder dass man halt selber auch so seinen Platz finden kann. Ja. Musikalisch auf jeden Fall ein total abgefahren, variantenreicher Song. So nach vorne. Geht nach vorne, aber startet halt mit einem Akustik-Intro. Akustikgitarre haben wir jetzt auch nicht so oft eigentlich. Ne? Das ist, glaube ich, der einzige Song auf dem Album. Ja, stimmt, ist der einzige. Und Strophe halt ziemlich rocky und der Refrain dann die volle, ich will jetzt nicht das böse Metalcore-Wort sagen, aber man merkt auf jeden Fall, wo unsere Wurzeln sind so und deswegen irgendwie eigentlich eine ganz schöne Zusammenfassung so unserer musikalischen Entwicklung und was mir persönlich auf jeden Fall immer in Erinnerung bleiben wird, ist der Akustikgitarren-Part, wie gesagt, für uns eigentlich was Besonderes und ich erinnere mich noch, bei der letzten Platte hatten wir halt eine komplette Akustikballade so und habe dann also eine 3.000 € Gitarre extra geliehen, nicht gekauft natürlich. Was weiß ich nicht, die krassesten Mikros und so weiter. Und jetzt bei dem Akustikpart haben wir einfach mal einen ganz anderen Approach versucht und ich habe mir die Klampe von unserem Schlagzeuger geliehen, 300 € Ibanez-Gitarre und die hat schon einiges an Sand in den Mechaniken. Guck mal im Perfection-Video, da kann man sehen, warum. Und trotzdem wahnsinnig überrascht, wie geil so ein Teil klingen kann und wie ehrlich und echt und
einfach schön. Die Idee für den Song hatte ich tatsächlich, als ich ein Interview gesehen habe von 2 Hip-Hop-Künstlern, die so ein bisschen Real Talk gehabt haben, sich über Gott und die Welt und über Musik und was weiß ich noch unterhalten haben. Und einer der beiden meinte dann irgendwann so, Tigger, das ist wirklich der tiefste Punkt, an dem ich jemals war irgendwie. Aber das Gute ist, von jetzt an kann es irgendwie nur noch bergauf gehen. Und für mich war das halt irgendwie so, keine Ahnung, die Worte hatten so viel Bedeutung für mich oder so viel Gehalt in dem Moment. Es war halt auch nicht eine wirklich einfache Zeit, dass ich mich einfach an die Gitarre gesetzt habe und gesagt habe, okay, das muss jetzt irgendwie in einen Song reingesteckt werden. Und genau das habe ich dann im Endeffekt auch gemacht. Ja. Ey, genau diese Zeilen haben mich auch einfach so gepackt. So ist halt, ich spiele die Musik zwar auch, aber du schreibst halt die Texte so und da bin ich dann irgendwie fast auch wie einer, der die Sachen einfach hört so und die mich dann halt auch irgendwie berühren. Das war für mich irgendwie schon so eine besondere Situation, weil ich mir gedacht habe, boah, da ist irgendwie so viel Wahres drin. Es ist, wenn es zwar gerade scheiße ist, wenn es gerade richtig scheiße ist so, dann gibt es halt trotzdem noch einen Vorteil, nämlich ab da geht es nur noch nach oben irgendwie so und hat mich irgendwie tatsächlich auch ein bisschen motiviert. Also es ist sehr, sehr gute Textzeile. Ich glaube, das ist sogar der einzige oder erste Song, den ich überhaupt jemals auf dem Klavier geschrieben habe. Hui, genau. kleiner John Lennon hier. Ja, richtig am Start. Ich hatte irgendwie diese La 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 Melodie im Kopf und musste das einfach irgendwie rausballern, aber es hat einfach irgendwie nicht zu einer Gitarre gepasst. Also ich habe das, glaube ich, sogar versucht, aber naja. Ey, die Melodie hätte ich auch niemals auf der Gitarre spielen können. Also danke, nein, aber das kam nicht so rüber, Mann. Auf jeden Fall war es im Endeffekt auf Klavier halt irgendwie geiler. Und dann ist mir nichts dazu eingefallen, also textmäßig und auch Gesangslines irgendwie nicht. Und das war wirklich, für 2-3 Monate oder so. Und im Endeffekt habe ich dann aber irgendwann unter der Dusche so einen Geistesblitz gehabt und dann war es halt irgendwie so, boah, das ist voll Hammer. Und das war auch eigentlich direkt die ganze fertige Line, wie es im Endeffekt geworden ist. Und ich hatte aber wirklich nichts, irgendwie, wo ich das auch mit aufnehmen kann. So wirklich, also ich glaube, das Handy war alle oder keine Ahnung. Und habe dann die ganze Zeit noch diese Melodie gesungen, bis ich hier hingefahren bin, also ins Studio und das im Endeffekt aufnehmen konnte. Und das war. Ich sehe ja, wie du witzig. Von der Polizei angehalten wurdest und zeigen Sie mal Ihren Personalausweis. Ungefähr so war das, ja. Alles wahre Geschichten auf jeden Fall. Auch wieder ein Song, wo ich mich unfassbar drauf freue, den live zu spielen. Aber ich würde sagen, der steht musikalisch so ein bisschen unter dem Motto weniger ist mehr. Und ich glaube, ich spreche da auch für Jan, unseren Bassisten, dass, also wie gesagt, der Nico hat den Song geschrieben, hat er gerade erzählt, dass man sich da schon, also das ist schon neue Herangehensweise irgendwie für uns, so wer vielleicht auch unsere erste Platte kennt. Wir kommen schon auch ein bisschen aus der technischeren Musik, so halt vor allem was die Saiteninstrumente angeht. Und diejenigen unter euch, die selber Musik machen, hört euch mal den Refrain an. Kann man recht gut nachspielen, aber was für mich selber so ein bisschen irgendwie so eine Offenbarung für dieses Weniger ist mehr war, das Ding geht so nach vorne, obwohl da jetzt nicht das absolute Gefrickel irgendwie ist. Also ich freue mich einfach nur hart, das Ding zu zocken. So. Der Song ist für mich auf jeden Fall ein eher schwieriger Song, sage ich mal so. Also es ist ein geiler Song, das kann man nicht abstreiten. Für mich schwierig ist nur, wenn wir ihn spielen irgendwie. Ich freue mich auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ist es auch irgendwie hart, weil er daraus entstanden ist, dass 2017 mein bester Freund verstorben ist und ich all das, was ich gerne noch mit ihm besprochen hätte, was irgendwie noch nicht geklärt war, was noch offen war, was all das einfach in einen Text verfasst habe und daraus irgendwie I Think It Isn't Fair entstanden ist. Und für mich ist es deswegen halt wirklich so ein bisschen zwiespältig, das Ganze. Der Song spricht aber auch auf der anderen Seite so ein bisschen die Thematik den Übergang zwischen Leben und Tod an und inwieweit wir noch wirklich Kontakt damit aufnehmen können und um die Frage so ein bisschen aufzugreifen aus dem Song, ich glaube, dass wir uns auf jeden Fall irgendwann mal wiedersehen werden und ich hoffe einfach oder ich freue mich darüber, dass ich die Geschichte weiter erzählen kann, dass er
für immer irgendwie in unseren Köpfen bleibt, so vor allen Dingen, vor allen Dingen auch einfach in meinem Herzen irgendwo. Und hoffe, dass andere irgendwie das auch so ein bisschen nachempfinden können. Und der Gedanke, dass wir uns irgendwie an ihn erinnern, das tut mir einfach gut. Soulmate. Soulmate war, glaube ich, einer der ersten Tracks, die es auf jeden Fall sicher irgendwie auf die Platte geschafft haben. Jo. Also für mich irgendwie direkt ein super starker Song. Da war irgendwie klar, der muss mit auf das neue Album drauf. Einfach weil der auch so eine Ausstrahlung hat und so ein Funk irgendwie auch. So ja, bisschen, das ne? stimmt. Ich meine, generell war es eigentlich in der Vorproduktion so, wir haben halt viel mehr Songs geschrieben, als auf der Platte sind. Jo. Und total oft die Diskussion, die eine Partei irgendwie, der Song, der kommt auf jeden Fall aufs Album. Und die andere Partei, Alter, wenn der Song aufs Album kommt, dann steige ich sofort aus. Das stimmt, wir lieben uns löscht den total. Das stimmt nicht. Achso, okay, ja gut. Also es war alles viel gesitteter, aber halt trotzdem war bei Soulmate halt irgendwie sofort klar, der ist auf der Platte. Und was für mich irgendwie nochmal so den letzten Kick gegeben hat, war, als wir quasi mit der fertigen Vorproduktion nochmal zu Dan Corneff gegangen sind. Der hat ja auch unsere letzte Platte schon mitproduziert. Shoutout an Dan Corneff. Und generell war es eigentlich dieses Mal so, dass wir gar nicht mehr viel geändert haben und auch wenige Fragen hatten. Aber da war so, dass Dan meinte, in der Strophe, ich höre da irgendwie noch mehr Funk. Und wir halt noch mehr Funk und er, vielleicht so ein bisschen Richtung Daft Punk. Und Nico musste, glaube ich, erstmal nachgucken, wer Daft Punk überhaupt ist. Daft Punk, der hat doch so einen Song mit David Guetta gemacht, ja, oder? ist eine Band, also die, aber egal. Auf jeden Fall wusste ich ungefähr, was er meinte und habe halt nochmal so ein ordentliches Funk-Lick ausgepackt irgendwie. Und seitdem, selbst ich als Nicht-Tänzer, wenn ich den Song spiele oder höre, kann ich irgendwie gar nicht mehr stillhalten. Und deswegen, auch da freue ich mich umso mehr, das Ding auf die Bühne zu bringen. Bei dem Song kam so ein bisschen irgendwie die Kämpfernatur in mir raus. Es ist, glaube ich, textlich der aggressivste Song so mit. Und ja, der Chris, unser Producer, liebe Grüße an Chris, hat damals gesagt gehabt, das ist auf jeden Fall der klassischste Breathe-In-Song, den er jemals gehört hat. Irgendwie so. Also ob Strophe mit Gitarrenlick dabei und dann offener Refrain mit einer Sing-Along-Hook. Genau, das ist irgendwie so ein bisschen, was den Sound von uns ausmacht. Und das fand ich eigentlich auch ganz treffend. Also ich würde dem da jetzt nicht widersprechen. Nö, ist ein BA-Song. Ja, At Night. At Night ist passenderweise an einem Sonntagabend irgendwie, Sonntagnacht war es schon fast entstanden. Und genau so ist auch irgendwie so ein bisschen der Vibe des Songs und auch die Message tatsächlich. Also es geht darum, mal für eine gewisse Zeit einfach alles ruhen zu lassen und von sich wegschieben zu können und dass es vollkommen okay ist, sich mal für einen Moment einfach nur im Moment zu befinden. Addiction to the Worst handelt größtenteils von Akzeptanz. Es ist so, dass ich da mit einem lyrischen Partner spreche in irgendeiner Art und Weise und ich ihm die Frage stelle, ich glaube, das kann man eigentlich genau so ins Deutsche übersetzen aus dem Englischen. Wirst du mich immer noch akzeptieren? Wirst du mich vielleicht sogar segnen irgendwie, wenn ich dazu stehe, was ich bin? Everyone Else. Ja, Everyone Else ist ein Song, der wirklich aus tiefstem Herzen irgendwie heraus entstanden ist. Ich glaube, jeder hat schon mal irgendwie das Gefühl gehabt, dass er sich fragt, warum gerade er jetzt so einen schwierigen Weg auch irgendwie hat. Aber der Song sagt eigentlich auch, dass es egal ist. Also, dass man, egal wie lange man durchs Dunkle laufen muss, irgendwie, dass irgendwo wirklich, wie man es so schön sprichwörtlich sagt, ein Licht am Ende des Tunnels ist und dass man einfach weitermachen sollte. Ich finde auch, also gleichzeitig rechtfertigt er es auch so ein bisschen. Also es ist vollkommen okay, sich zu fragen, warum es einfach gerade so schwierig ist, warum man durch solche Zeiten durch muss. Aber im Endeffekt zählt, dass egal wie schwierig der Weg sein mag auch und egal durch was man durchgehen muss quasi oder was man durchleben muss, dass
ja, solange man einfach tut, was man liebt und das weiterverfolgt, dass man an sein Ziel kommen wird und dass das auch einfach das Richtige ist. Move on halt, so 2 super wichtige Schlagwörter irgendwie, die so im Refrain stehen. Ne? Weitermachen.